Das ist der Robert. Robert fährt gern Rad. Weil Robert aber nicht gern allein fährt, hat er mich gefragt, ob ich ihn begleite. Gemeinsam haben wir den Plan geschmiedet, einmal quer durch Deutschland zu radeln. Unsere Route führte uns dabei vom Bodensee im Südwesten bis nach Rügen im Nordosten der Republik. 1200 Kilometer in 15 Tagen. Entlang asphaltierter Radwege, über staubige Schotterpisten und holpriges Kopfsteinpflaster. Egal ob bei Regen, Wolken oder Sonnenschein, irgendwie ging es immer weiter. Auf unserem Weg durchquerten wir 6 Bundesländer und kletterten dabei mehr als 7000 Höhenmeter. Und das alles für ein Fischbrötchen, ein Bier und den Sprung in die kalte Ostsee. Aber wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel und auf dem gab es mal Höhen und auch Tiefen. Aber bevor ich euch jetzt zu viel verrate, schaut es euch einfach selbst an. Was sagen wir? Hallo, moin. Moin, genau. Moin Leute. Wir sind an nicht ganz so einem Startpunkt. Wir sind gerade vom Campingplatz losgeradelt, haben dort in der Hütte gepennt und jetzt sind wir in Ludwigshafen. Genau, am Bodensee. Genau, ich zeige euch mal kurz. Es ist wunderschön. Wir haben auch richtig Glück, weil eigentlich war Regen angesagt und wir werden heute wahrscheinlich den ganzen Tag Sonnenschein haben. Ziel ist kleiner Campingplatz oder nicht mal Campingplatz. Kleiner Rastplatz in der Nähe von Sigmaringen und ja, wir sind gespannt. 1000 Höhenmeter liegen vor uns, ungefähr 70 Kilometer und wir werden unterwegs mal berichten, wie es uns geht. Ja, aber es sollte entspannt sein. Noch sind wir erholt. Das wird irgendwann später anders aussehen. Genau, wir werden mal sehen, wie wir über die Tage dann so unsere Konditionen halten oder eben nicht halten können. Also dann auf die Räder und los geht's. Genau, Speichenbruch und keine Ahnung. Rahmen und Speichenbruch. Rahmen und Speichenbruch. Genau. Immer den Fähnchen hinterher, Robert. Immer den Fähnchen hinterher. Ja, komm. Wo ist das Fähnchen? Guter Junge. Moin Leute. Oh, das war laut. Moin. Genau. Der Robert hier neben mir und ich, wir haben uns vorgenommen, eine Tour quer durch Deutschland zu machen, eine sogenannte Trans Germany. Genau. Ich kenne den Robert jetzt seit, wie lange kennen wir uns? Ziemlich lange, seit 2005? Also 15, sagen wir 15 Jahre. Das klingt 2006, ja. Genau. Gestern sind wir den ersten Tag viel geradelt. Wir müssen noch so ein bisschen rausfinden, wie wir Radeln und Filmen kombinieren können. Und damit ich nicht die ganze Zeit rede, kann Robert mal erzählen, von wo bis wo wir gestern gefahren sind, was wir so erlebt haben. Ja, gestern sind wir am Bodensee gestartet, in Bodman-Ludwigshafen. Das ist so der nordwestlichste Zipfel vom Bodensee. Und dann ging es weiter hier nach Sigmaringen ins Donautal, wo wir dann die letzten 30 Kilometer. Ja, es war so Hälfte. Also wir sind praktisch erst die eine Hälfte lang hoch auf die Alp und dann die zweite Hälfte im Donautal entlang und haben dann heute oder gestern Abend wild übernachtet. Ja, und heute ist die nächste Tour dran. Es geht nach Ulm. Es sind 91 Kilometer. 91 Kilometer circa und
paar hundert Höhenmeter, 300, 400 Höhenmeter oder so. Also sollte also zu machen sein. Wie ist der Status, der körperliche Zustand nach dem ersten Tag Tour durch Deutschland? Ich merke, dass ich gestern gefahren bin, aber insgesamt geht es mir noch sehr gut. Also ich glaube, ich habe mich sehr gut vorbereitet auf die Tour. Genau, und damit wir heute noch ankommen, müssen wir jetzt los. Also wir geben euch regelmäßig Status-Updates. Ich habe übrigens auch einen Blog, den ich schreibe, den versuche ich wirklich während der Reise zu führen. Also einfach unter felixbaum.net mal reinschauen. Da werden dann die Blog-Updates gepostet. Da seht ihr auch mal ein paar Bilder von dem ganzen Quatsch, den wir so verzapfen. Ja, genau. Damit wäre es das für heute und viel Spaß weiterhin auf unserer Tour. Jeder sollte Power testen. Jetzt ist er. Ja. Warte. Du musst dich drehen, damit du hier das Panorama. Das war jetzt bei extra. So Leute, wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein echtes Bikerzimmer aussieht, also wir müssen hier zum Beispiel die Klamotten trocknen. Also ihr könnt froh sein, dass ihr nur seht, wie unordentlich es hier ist und nicht riecht, wie die Klamotten duften. Hier seht ihr also unsere Stromversorgung. Da laden wir Telefone und Uhren auf, weil wir ja beide so Nerds sind, dass wir unbedingt unsere Tourdaten brauchen. Was machst du Schönes? Ich packe meine Sachen zusammen, damit wir mal losfahren können. Ja, der Robert möchte immer ganz früh los und ich bin immer so ein gemütlicher morgens. Das führt nie zu Reibereien, das verstehen wir beide einfach. Wie geht's dir heute? Wie war die Tour gestern? Kleinen Augenblick, ich komme mal kurz zu dir, damit der Ton besser wird. Also, erzähl mal. Die Tour war anstrengender, als ich gedacht hätte, weil mit 90 Kilometern schon eine Strecke, aber nichts, was wir noch nicht gemacht hätten. Aber irgendwie durch Gegenwind und doch schon sehr kräftiger Sonne wurde es irgendwie sehr kräftezehrend. Ich war dann wirklich irgendwann sehr froh, hier das Ulmer Münster zu sehen. Danach waren wir essen, aber da war ich so fertig. Aber genau. Heute Morgen genau. geht's erstaunlicherweise wieder mit den Beinen. Ich hoffe mal, das bleibt so. Ja, also wir haben heute die Tour mit dem Lichtfilm. Wir haben heute die Tour, was ist es, Ulm-Ahlen. Ja. Das sind 71 Kilometer, wenige Höhenmeter. Wir glauben, dass wir das ganz gut schaffen. Die Sonne ist uns hold. Wir haben also wunderbaren Sonnenschein. Das Wetter ist also, wenn wir schnell genug sind. Es soll ein Gewitter kommen am Abend, aber wir denken, da sind wir vorher schon da. Obwohl wir haben gestern auch gedacht, dass wir relativ früh ankommen und dann waren wir doch wieder erst 19 Uhr da. Liegt daran, dass wir für euch Fotos machen und filmen und ja, machen wir heute auch. Aber ja, wir schauen mal und wir sehen uns. Oh, schon wieder um 10. Wir sind, wie weit sind wir gefahren? Nicht ganz 20 Kilometer. Und jetzt erstmal das Frühstück der Champions. Cliff Bar. Mir fällt kein guter Slogan ein. Scheiße. Schön hier.
Robert, erklärt den Leuten nochmal den Kilometer 60. Bei Kilometer 60 trinken wir was. Also wir haben nicht mehr. irgendwie festgestellt, dass der Kilometer 60, ich weiß nicht, ob es mental ist oder konditionell, irgendwie haben wir bei Kilometer 60 keinen Bock mehr und meistens setzen wir uns dann irgendwo hin und trinken ein Bier. Und wenn wir so weitermachen, ist auch nicht nur konditionell, sondern konditioniert. Robert, jetzt erzähl doch mal. Wie geht's uns heute? Ich bin müde und ich habe keine Lust beim Regen zu fahren. Und mir wurde ein Aluhut aufgemacht. Warum wurde dir ein Aluhut aufgemacht? Als Gewitterschutz. Genau. Und wo sind wir gerade? Das ist der Paul. Hallo. Und das ist die Tini. Hallo. Das sind unsere sehr guten, perfekten Gastgeber für die letzte Nacht gewesen. Und haben uns mit einem sehr leckeren Frühstück versorgt. Genau, wir wollen auch eigentlich gar nicht richtig losfahren, aber wir müssen. Wie ist die Wettervorhersage für heute? Alles klar. Ah, ist das schön. Ach, ich hoffe, man sieht diese Welle. Leider war das Wetter nun nicht mehr auf unserer Seite. Wie ihr seht, kam diesmal, wie vorhergesagt, der Regen. Zwar hielten die Regenjacken das Gröbste ab, dafür füllten sich unsere Schuhe schon nach kurzer Zeit wie kleine Aquarien. Zum Glück hatten wir nur 50 Kilometer und einen halben Pausentag vor uns. Was mich besonders motivierte war, dass meine Freundin Julia auf mich wartete. Diesen Abend würden wir im Haus ihrer Eltern übernachten. So konnten wir die Räder putzen, Klamotten waschen, Schuhe trocknen und uns ein wenig verwöhnen lassen. Es war zwar erst der 4. Tag unserer Reise, doch es fühlte sich schon viel länger an. Obwohl wir bereits einiges an Kilometern in den Beinen hatten, standen uns die größten Herausforderungen noch bevor. Und das schlechte Wetter? Das sollte uns noch einige Zeit begleiten. Davon jedoch beim nächsten Mal.